Organisationen aller Art sind grundsätzlich experimentierfeindlich. In ihrem Bauplan und in ihrer Grundlogik sind keinerlei Veränderungen vorgesehen. Seit dem Beginn der Industrialisierung ging es nämlich um das genaue Gegenteil. Berechenbarkeit, Stabilität, Starrheit, Reproduzierbarkeit. Organisationen sind die Antwort auf den Wunsch nach Effizienz und Beherrschbarkeit. Mit dieser Idee ist es auch relativ lange gelungen, und es gelingt teilweise immer noch, geordnete Wohlstandszuwächse zu organisieren. Das Prinzip Organisation will keine Veränderung und erst recht keine Experimente, die immer noch den Ruf der Zweitliga-Variante eines durchgeplanten Prozesses haben. Diese Einsicht ruft zu Gelassenheit auf. Man sollte sich ein bisschen weniger aufregen über versandende Change-Initiativen, ignorierte Veränderungsappelle und das beachtliche Beharrungsvermögen von Mustern, die eigentlich alle für kontraproduktiv halten. It's the organization, stupid. Nun könnte man sich zurücklehnen und weitermachen, in der Manier von Waldorf und Statler aus der Muppet Show auf dem Kritikerbalkon Platz nehmen und mit einer Portion Sarkasmus das Organisationsschauspiel über sich ergehen lassen. In vielen Fällen ist gegen diese Strategie auch gar nichts einzuwenden. Allerdings ist sie nicht besonders produktiv, weshalb man dennoch nicht in Lethargie verfallen darf, sondern eher wie Kermit den Sumpf der Frösche verlassen und Neues ausprobieren sollte. Wir sehen ein massives Problem in der gnadenlosen und gefährlichen Zuspitzung der ursprünglich natürlich sehr guten Idee, ein wirtschaftliches Verhältnis von Mitteleinsatz und erreichtem Nutzen herzustellen. Aber es geht um die Dosis. Effizienz ist unerlässlich, keine Frage. Aber Effizienzexzesse bedrohen die Strapazierfähigkeit von Organisationen, ja sogar deren Existenz. Strapazierfähigkeit ist das Schlüsselwort in diesem Buch. Es geht um das Zusammendenken zweier gegensätzlicher Pole, nämlich um ein Sowohl als auch von Effizienz auf der einen Seite und Redundanz auf der anderen Seite. Einfach formuliert, das richtige Mischungsverhältnis macht strapazierfähig. Unsere Beobachtung ist, dass sich in der Organisationswelt das Pendel viel zu sehr auf der Effizienzseite verhakt hat. Und an dieser Stelle ist es eben nicht ratsam, auf die Strategie des entspannten Zuschauens zu setzen. Benötigt werden Menschen. Ja, wir wissen, dass diese in der Systemtheorie nur als psychische Systeme und als Umwelt des sozialen Systems vorkommen, dazu im Buch mehr. Wir benötigen also Menschen, die sich gegen die Logik der Organisation stellen und deren Beharrungskräfte im Sinne der Strapazierfähigkeit überwinden. Und das Mittel dazu ist, wir kommen zum Anfang zurück, das Experiment.